Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. In den nächsten 10 Minuten reden wir über ein Thema, das praktisch jede Entscheidung bei Essen und Leben beeinflusst. Wie du mit der richtigen Ernährung deine Gesundheit verlängern kannst. Ich spreche hier bewusst von Longevity, also nicht nur länger, sondern länger gesund leben. Kurz vorab, es geht nicht um ein einzelnes Superfood oder eine Wunderkur. Die Wissenschaft zeigt immer wieder, es sind Muster, also ganze Ernährungsweisen, die sich auf die Lebenserwartung und vor allem auf die Lebensqualität im Alter auswirken. Heute erkläre ich dir: Erstens, welche Ernährungsmodelle die beste Evidenz haben. Zweitens, welche Mechanismen dahinter stecken. Drittens, praktische, sofort umsetzbare Schritte, inklusive eines Beispiel-Tagesplans. Und viertens, welche Mythen du getrost vergessen kannst. Große Kohortenstudien und aktuelle Meta-Analysen kommen zu einem klaren Ergebnis. Pflanzenbetonte, mediterranartige Ernährungsweisen sind konstant mit niedrigerer Gesamtsterblichkeit, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einem geringeren Risiko für altersbedingten kognitiven Abbau verknüpft. Das ist kein Einzelfund. Das ist ein konsistentes Muster über viele Populationen hinweg. Ein weiteres wichtiges Ergebnis aus neueren Großstudien: Kombinationen aus Ernährung plus zielgerichteten Maßnahmen wie Omega-3-Supplementen und moderatem Training zeigen zusätzliche positive Effekte auf sogenannte Health Span Marker, etwa reduzierte Prä-Frailty und verbesserte epigenetische Altersprofile. Das bedeutet, Ernährung hilft, aber gemeinsam. Mit anderen Säulen wirkt sie oft stärker. Warum wirken diese Ernährungsweisen überhaupt? Kurz gesagt, über mehrere miteinander verknüpfte Wege. Entzündungsreduktion. Pflanzenbasierte Lebensmittel sind reich an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen, die chronische Low-Grade-Entzündung dämpfen. Ein zentraler Treiber für viele Alterskrankheiten. Stoffwechsel und Insulin. Vollkorn, Hülsenfrüchte und Ballaststoffe stabilisieren den Blutzucker und verbessern die Insulinsensitivität. Das schützt vor Diabetes und seinen Folgekomplikationen. Mikrobiom. Mehr Ballaststoffe fördern eine gesunde Darmflora, die wiederum Systementzündungen und sogar neurologische Signale modulieren kann. Zelluläre Reparatur. Bestimmte Muster fördern Prozesse wie Autophagie und beeinflussen Signalwege wie mTOR und AMPK. Das sind molekulare Schalter, die das Altern mitsteuern. All diese Mechanismen zusammen erklären, warum eine Gesamtstrategie nachhaltiger wirkt als ein einzelnes Nahrungsmittel. Jetzt wird's praktisch. Was kommt konkret auf deinen Teller? Hier eine simple, evidenzbasierte Richtschnur. Viel Gemüse und Obst, möglichst saisonal und bunt. Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen als Proteinquelle und Ballaststofflieferant. Vollkornprodukte statt Weißmehlprodukte, also Hafer, Vollkornbrot, Quinoa. Gesunde Fette, Nüsse, Samen, Olivenöl, fetter Seefisch für Omega-3. Wenig verarbeitetes Fleisch und Zucker. Stark verarbeitete Fertigware reduzieren. Diese einfache Liste ist wissenschaftlich sinnvoll und in Studien mit besseren Gesundheits- und Sterblichkeitsresultaten assoziiert. Ein lässiger und konkreter Tagesplan, den du morgen umsetzen kannst. Frühstück: Haferbrei mit Leinsamen, Walnüssen und Beeren. Snack: ein Apfel oder eine Handvoll Mandeln. Mittag: großer Salat mit gemischtem Blattgrün, Kichererbsen, gegrilltem Gemüse, Olivenöl, Zitronendressing. Dazu Vollkornbrot. Snack: Naturjoghurt oder eine pflanzliche Alternative mit Nüssen. Abendessen: gebackener Lachs oder gebackene Süßkartoffel mit Brokkoli und Quinoa. Klein, aber wichtig: trink Wasser als Hauptgetränk und vermeide gezuckerte Limos. Wenn du Alkohol trinkst, dann moderat.
Mythos 1. Fett macht Fett? Falsch. Die Qualität der Fette zählt. Gesunde Fette unterstützen Gehirn und Herz. Mythos 2. Supplements sind genauso gut wie Essen? Ebenfalls falsch. Supplements können Defizite ausgleichen, ersetzen aber nicht die komplexe Nährstoffkombination frischer Nahrung. Mythos 3. Kohlenhydrate sind der Feind? Nein, Vollkornkohlenhydrate sind zentral für Energie- und Mikrobiomgesundheit. Kurz, Fokus auf Lebensmittelqualität statt auf panische Vermeidung ganzer Makronährstoffgruppen. Wenn du heute startest, setze dir ein realistisches Ziel. Zum Beispiel 3 pflanzenbasierte Mahlzeiten pro Woche in Woche 1. Dann Stück für Stück mehr. Tracke nichts zu kompliziert. Ein einfaches Wochenziel reicht. Suche dir ein Rezept, das dir wirklich schmeckt und koche es 2-mal in der Woche. So entsteht Routine. Zum Schluss noch einmal. Ernährung bedeutet Hebelwirkung, besonders in Kombination mit Bewegung, Schlaf und sozialer Stabilität. Wenn dir dieses Video geholfen hat, speichere es ab, lass auch gern ein Like da und abonniere den Kanal, um den Algorithmus zu pushen und keinen mehrwertigen Content, der auf wahrer wissenschaftlicher Basis beruht, zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video, in dem wir die Rolle der Bewegung für Longevity genauer unter die Lupe nehmen. Bis bald und ciao.